Hallo! Ich habe meine Tiermotive im Mini-Format umgesetzt. Ganz einfach, indem ich sie auf einen A4-Bogen gedruckt habe und im Anschluss auf A6 zurechtgeschnitten habe. Und wenn ihr mir beim Entstehungsprozess über die Schulter schauen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Bis gleich! Vorbereitung. Die Druckdatei ist im A4-Format, damit meine 4 A6-Designs genau reinpassen. So kann ich die Prints später auch ohne Schnittmarken ganz easy mit der Schneidemaschine zuschneiden. Die kleinen Markierungen hier sind übrigens Passermarken. Die helfen mir später dabei, das Papier beim Drucken exakt unter dem Sieb zu positionieren. Da ich zweifarbig drucke, belichte ich auch 2 Siebe. Eins für die Tiere in Schwarz und eins für die Texte in Türkis. Das sieht dann so aus. Das erste Sieb ist eingespannt und abgeklebt. Die Papierposition habe ich bereits festgelegt und die Anlegemarken sind auf der Druckplatte fixiert. Ich teste übrigens zum ersten Mal diese selbstgemachten E-Tabs. Die Originale gibt es leider nicht mehr, also habe ich sie anhand eines Fotos nachdesignt und aus Kunststoff lasern lassen. Ich kann damit nicht nur das Papier positionieren, sondern komme auch ohne Sprühkleber aus, da die Pins das Papier festhalten. Und jetzt kann's losgehen. Wir drucken die erste Farbe. Und sie heißt Pfauenblau von Speedball. Man sieht es hier nicht so gut, aber für mich geht sie schon in die Richtung Türkisblau und genau deshalb gefällt sie mir auch. Das gleiche Spiel wie immer. Fluten, rakeln und nochmal fluten. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis mit den Passermarken. Den Bogen behalte ich für später. Und damit die Passermarken auf den nächsten Drucken nicht mehr auftauchen, klebe ich sie am Sieb ab. Rakeln und das Sieb leicht anheben und fluten. Hier ist der Druck ohne die Passermarken, so wie er sein soll. En garde. Catch me if you can. Just a fish. Killer moves. Wir drucken die zweite Farbe. Nach einer kurzen Pause habe ich das zweite Sieb eingespannt und abgeklebt. Und jetzt geht's los, und zwar mit Schwarz. Eigentlich ist alles wie vorher, nur werde ich dieses Mal den ersten Druck mit den Passermarken auf diese dünne Folie drucken. Das wird mir helfen, die 2 Farben genau übereinander auszurichten. Ihr werdet das gleich sehen. Hier ist der Druck mit den Passermarken aus der ersten Drucksession, mein Einrichtebogen. Den schiebe ich unter die Folie und richte die Passermarken einfach aneinander aus. So kann ich sicherstellen, dass später alles richtig übereinander gedruckt wird. Dabei sollte man unbedingt aufpassen, das Papier nicht versehentlich zu verschieben. Das passiert leider wirklich sehr schnell. Deshalb lege ich auch zur Sicherheit noch ein paar Gewichte drauf. Jetzt fixiere ich nur noch das Papier mit den Anlegetabs. Das habe ich jetzt nicht nochmal gefilmt, aber die Passermarken habe ich wieder abgeklebt, damit ich jetzt richtig loslegen kann.
Schneiden. Die Drucke sind fertig. Jetzt muss ich sie nur noch mit der Schneidemaschine zurechtschneiden. An der Maschine kann ich die Papierposition so einstellen, dass ich alle A4-Bögen zuerst auf A5 kürze. Nun schneide ich direkt weiter von A5 auf A6. Und hier sind die fertigen Mini-Prints. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir auch gerne sagen, welcher von den vieren euch am besten gefallen hat, mit welchem Spruch zusammen. War es der Just a Fish, Catch Me If You Can, En Garde, sagt man das so? Oder Killer Moves? Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Eure Bexi. Ciao, ciao. Noch ein Fun Fact. Ich sehe wahrscheinlich in allen möglichen Einstellungen in diesem Video immer ein bisschen anders aus. Meine Haare sind vielleicht ein bisschen anders. Das Hemd sitzt irgendwie anders. Eben weil ich das alles nicht am Stück gedreht habe, sondern tatsächlich über 3 Tage hinweg. Also falls euch da irgendwas auffällt, dann liegt es nämlich daran, dass ich das nicht am Stück drehe. Dazu habe ich einfach nicht die Zeit. Okay, und da das Shirt jetzt 3 Tage getragen wurde, kommt es doch mal jetzt direkt in die Waschmaschine.